Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutsch einfach gemacht. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist, um eines der fundamentalsten Werkzeuge der Kommunikation zu meistern: die Kunst, die richtigen Fragen zu stellen. In den letzten Folgen haben wir uns mit Pronomen beschäftigt, die uns helfen, über bestimmte oder unbestimmte Personen und Dinge zu sprechen. Heute kehren wir zu den Fragen zurück, aber wir gehen einen entscheidenden Schritt tiefer. Wir werden nicht nur die einfachen Fragen wie wer oder was betrachten, sondern wir werden lernen, wie man komplexe, nuancierte und unglaublich präzise Fragen bildet. Im Mittelpunkt stehen heute die zusammengesetzten W-Fragen. Wir werden das Geheimnis lüften, warum es einen Unterschied zwischen wo, woher und wohin gibt. Wir werden die geniale Logik hinter den sogenannten Wo-Verbindungen wie wofür, womit oder worüber meistern. Und wir werden sehen, wie man mit Kombinationen wie lange oder wie oft viel mehr als nur ein einfaches Wie fragen kann. Am Ende dieser Folge wirst du in der Lage sein, deine Fragen so zu formulieren, dass du genau die Antwort bekommst, die du suchst. Du wirst nicht mehr im Nebel stochern, sondern mit der Präzision eines Chirurgen fragen. Bist du bereit, deine Fragetechnik auf das nächste Level zu heben? Dann lass uns anfangen. Die 3 Dimensionen von Place: Wo, woher und wohin. Fangen wir mit der grundlegendsten aller Fragen an: der Frage nach dem Ort. Im Deutschen gibt es hierfür nicht nur ein Wort, sondern 3. Und jedes hat eine ganz klare Aufgabe. Sie beschreiben die 3 Dimensionen der Bewegung im Raum. Erstens: Wo? The question of position, static. Wo ist die Frage nach einem festen Ort, einer Position ohne Bewegung? Stell dir eine Stecknadel auf einer Landkarte vor. Die Antwort auf wo steht fast immer im Dativ. Frage: Wo bist du? Antwort: Ich bin in der Schule. Dativ. Frage: Wo liegt das Buch? Antwort: Es liegt auf dem Tisch. Dativ. Zweitens: Wohin? Wohin ist die Frage nach einem Ziel, einer Bewegung von A nach B. Stell dir einen Pfeil auf einer Landkarte vor. Die Antwort auf wohin steht fast immer im Akkusativ. Frage: Wohin gehst du? Antwort: Ich gehe in die Schule. Akkusativ. Frage: Wohin legst du das Buch? Antwort: Ich lege es auf den Tisch. Akkusativ. Drittens: Woher? Woher ist die Frage nach dem Startpunkt, der Herkunft. Es ist die umgekehrte Richtung von wohin. Frage: Woher kommst du? Antwort: Ich komme aus Deutschland. Frage: Woher weißt du das? Hier fragt es nach dem Ursprung einer Information. Diese 3 Wörter zu unterscheiden, ist der erste Schritt zu präzisen Fragen. Wo für den Ort, wohin für das Ziel und woher für den Ursprung. Die Universal Tool. Wie und seine vielen Facetten. Kommen wir zum vielleicht flexibelsten Fragewort im Deutschen: Wie. Es fragt nicht nur nach der Art und Weise, sondern kann sich mit Adjektiven und Adverbien zu einem ganzen Werkzeugkasten an Spezialfragen verbinden. Die Grundform ist klar. Wie geht es dir? Fragt nach dem Zustand. Wie funktioniert dieser Computer? Fragt nach der Methode. Aber jetzt kommt die Magie. Kombinieren wir wie mit anderen Wörtern. Wie lange? Fragt nach der Dauer. Wie lange bleibst du in Deutschland?
Wie oft? Fragt nach der Frequenz. Wie oft machst du Sport? Wie viel? Fragt nach einer Menge oder einem Preis bei nicht zählbaren Dingen wie Geld, Zeit, Milch. Wie viel kostet das Ticket? Wie viel Zeit haben wir noch? Wie viele? Fragt nach der Anzahl bei zählbaren Dingen wie Menschen, Äpfel, Bücher. Wie viele Geschwister hast du? Wie alt? Wie groß? Wie schwer? Du kannst wie mit fast jedem Adjektiv kombinieren, um nach einer spezifischen Eigenschaft zu fragen. Wie alt bist du? Wenn du diese Kombinationen beherrschst, kannst du unglaublich detaillierte Informationen erfragen, weit über ein einfaches Wie hinaus. The logic of war compounds. Asking about things with prepositions. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das wir schon einmal kurz angeschnitten haben, aber heute vertiefen wir es. Es ist der Schlüssel, um elegant und natürlich nach Dingen zu fragen, die mit einer Präposition verbunden sind. Erinnern wir uns. Wenn wir nach einer Person fragen, kombinieren wir einfach die Präposition mit dem Fragewort wen oder wem. Ich warte auf meinen Freund. Die Frage nach der Person: Auf wen wartest du? Ich spreche mit meiner Chefin. Die Frage nach der Person: Mit wem sprichst du? Aber bei Sachen und abstrakten Konzepten funktioniert das nicht. Wir sagen nicht, auf was wartest du? Das ist umgangssprachlich und klingt nicht gut. Die korrekte und elegante Lösung sind die Wo-Verbindungen. Die Regel ist einfach und genial. Wo plus Präposition. Und wenn die Präposition mit einem Vokal beginnt, wie an, auf, in, über, fügen wir ein kleines R in die Mitte ein, damit es flüssig klingt. Lass uns das an den häufigsten Verben mit Präpositionen üben. Warten auf, Akkusativ. Ich warte auf den Bus. Die Frage nach der Sache: Worauf wartest du? Denken an, Akkusativ. Ich denke an die Prüfung. Die Frage nach der Sache: Woran denkst du? Sprechen über, Akkusativ. Wir sprechen über das Wetter. Die Frage nach der Sache: Worüber sprecht ihr? Träumen von, Dativ. Ich träume von einer Weltreise. Die Frage nach der Sache: Wovon träumst du? Sich interessieren für, Akkusativ. Er interessiert sich für Geschichte. Die Frage nach der Sache: Wofür interessiert er sich? Sich freuen auf, Akkusativ. Ich freue mich auf das Wochenende. Die Frage nach der Sache: Worauf freust du dich? Diese Wo-Verbindungen sind wie eine Abkürzung im Gehirn. Sobald du ein Verb mit einer festen Präposition lernst, solltest du sofort auch die entsprechende Wo-Frage mitlernen. Das automatisiert den Prozess und lässt dich sofort fließender klingen. Zum Abschluss schauen wir uns die Frage nach dem Grund an. Das häufigste Wort ist natürlich warum. Warum lernst du Deutsch? Im Alltag wirst du aber auch oft wieso und weshalb hören. In den meisten Situationen bedeuten diese drei Wörter genau dasselbe. Sie sind austauschbar und es ist eher eine Frage des persönlichen Stils. Wieso bist du so müde? Weshalb hat der Laden schon geschlossen? Es gibt aber noch ein viertes Wort, das eine spezielle Nuance hat. Wozu? Wozu fragt nicht nach dem Grund in der Vergangenheit, sondern nach dem Zweck oder dem Ziel in der Zukunft. Es ist eine Mischung aus warum und für was. Vergleiche diese beiden Fragen. Warum hast du Mehl gekauft?
Die Antwort könnte sein, weil das Mehl im Angebot war. Ein Grund in der Vergangenheit. Wozu hast du Mehl gekauft? Die Antwort muss ein Zweck sein. Um einen Kuchen zu backen. Ein Ziel in der Zukunft. Wozu ist also die perfekte Frage, wenn du die Absicht oder das Ziel hinter einer Handlung erfahren willst? Und damit ist unser Werkzeugkasten für professionelle Fragen prall gefüllt. Du siehst, die W-Fragen sind weit mehr als einfache Wörter, sie sind ein präzises System, mit dem du jede Art von Information richtig erfragen kannst. Lass uns die wichtigsten Punkte noch einmal zusammenfassen. Wo, wohin und woher beschreiben 3 unterschiedliche Raumrichtungen. Wie in Kombination mit Adjektiven, wie lange, wie oft, wie viel, erlaubt dir präzise Detailfragen. Die Wo-Er-Verbindungen sind der Schlüssel, um elegant nach Dingen in Verbindung mit Präpositionen zu fragen, und wozu ist die perfekte Frage nach Zweck und Ziel. Mein Tipp der Woche: Nimm dir ein Verb mit Präposition, das du kürzlich gelernt hast. Zum Beispiel warten auf oder sprechen über und bilde sowohl die Frage nach Personen, auf wen, über wen, als auch die Frage nach Dingen, worauf, worüber. Das schärft dein Gefühl für beide Strukturen. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Es freut mich riesig, wenn dir diese Folge geholfen hat, klarere und präzisere Fragen auf Deutsch zu stellen. In der nächsten Folge widmen wir uns einem Thema, das für alle Deutschlerner absolut fundamental ist: den Wechselpräpositionen. Wir klären endlich, wann man den Akkusativ und wann den Dativ benutzt und wie du mit Präpositionen wie in, an, auf, hinter, vor, neben, über, unter und zwischen präzise sagen kannst, wo etwas ist und wohin etwas geht. Bis zum nächsten Mal bei Deutsch einfach gemacht. Tschüss und alles Gute.